Hallo ihr Lieben, dieses Jahr haben wir richtig viele leckere Zwetschgen aus unserem Garten geerntet. Ich habe schon eine leckere, saftige Zwetschgenkuchen gebacken und ein Likör vorbereitet und immer noch habe ich ganz viele Zwetschgen übrig und ich dachte, dass ich aus diesen Zwetschgen jetzt eine winterliche Marmelade zubereite. In Finnland lieben wir im Winter Desserts mit Zwetschgenmarmelade oder Pflaumenmarmelade und ich dachte, das ist ganz toll, wenn ich dann eine eigene winterliche Zwetschgenmarmelade dafür habe. Heute werde ich die Marmelade ganz altmodisch kochen, so wie ich das von meiner Oma gelernt habe, ganz ohne Geliermittel, nur aus den Früchten und Zucker. Und bei den Zwetschgen ist es auch ganz toll, wenn man nicht nur die ganz weiche Früchte hat, aber auch die etwas härtere Früchte nimmt, weil die etwas härtere, die nicht ganz reife Früchte Pektin enthalten und der Pektin dient als natürliches Geliermittel. Diese winterliche Zwetschgenmarmelade ist auch ein tolles Weihnachtsgeschenk. Lasst uns loslegen. Zuerst werden die Zwetschgen in lauwarmem Wasser gründlich gewaschen. Anschließend die Zwetschgen halbieren und entkernen. Du musst sie nicht weiter zerkleinern, da sie beim Kochen vollständig zerfallen. Gib die Zwetschgen dann in einen großen Topf, der mindestens 5 Liter fasst, und füge den braunen Zucker hinzu. Der braune Zucker verleiht der Marmelade eine leichte Karamellnote. Halbiere die Vanilleschoten und gib sie zusammen mit den Zimtstangen und dem Kardamom in den Topf. Wenn du möchtest, kannst du auch andere winterliche Gewürze nach deinem Geschmack hinzufügen. Vermische alles kurz, so dass die Früchte mit Zucker bedeckt sind und lass es dann 30 Minuten stehen. In dieser Zeit bildet sich Flüssigkeit, die uns am Anfang des Kochprozesses hilft, so dass wir kein Wasser hinzufügen müssen, um ein Anbrennen zu vermeiden. Stelle den Topf anschließend auf den Herd und bringe die Mischung bei niedriger Hitze zum Köcheln. Es ist wichtig, darauf zu achten, dass die Marmelade langsam und gleichmäßig köchelt, während du sie gelegentlich umrührst. Die Marmelade sollte 3 Stunden köcheln. Anfangs wird die Mischung sehr flüssig sein, aber beim Kochen verdampft die Flüssigkeit und die Marmelade wird dicker. Deshalb darf die Marmelade während des Kochens auf keinen Fall abgedeckt werden. Die fertige Marmelade hat eine gute Konsistenz und wird beim Abkühlen noch etwas nachdicken. Fülle die heiße Marmelade direkt in saubere, sterilisierte Gläser, bis sie randvoll sind und verschließe sie sofort mit einem Deckel. Lass die Gläser dann bei Zimmertemperatur abkühlen. Zum Schluss möchte ich dir noch zeigen, wie du die Gläser ganz einfach dekorieren kannst. Dafür brauchst du Geschenkpapier und eine Schnur. Misst das Marmeladenglas so ab, wie im Video gezeigt und verwende etwas Rundes, das den gleichen Durchmesser hat. Ich habe eine Tortenplatte verwendet, aber du kannst auch einen Teller oder eine Schüssel nehmen. Zeichne einen Kreis und schneide ihn aus. Misst dann die Schnur so ab, wie im Video gezeigt. Lege den Papierkreis auf das Marmeladenglas und befestige ihn mit der Schnur. Du kannst die Gläser nach Belieben dekorieren. So sind die Gläser schön personalisiert und eignen sich hervorragend als Geschenk. Und so ist die Marmelade schon fertig und schön verpackt. Jetzt kann man die Marmelade einfach so stehen lassen bis Winter, bis Weihnachten und dann zum Weihnachten verschenken oder für leckere weihnachtliche Desserts verwenden. Mit diesem Zuckeranteil
500 Gramm Zucker und 3 Kilo Früchte ist die Marmelade 6 Monate haltbar. Ich hoffe, dir hat mein winterliches Marmeladenrezept gefallen und wenn ja, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben. Und wenn du neu auf meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.